Seien wir ehrlich, die meisten Content-Strategien sind für Google gemacht. ChatGPT, Gemini oder Copilot bestimmen Relevanz nach ganz anderen Regeln. In dieser Folge zeige ich dir, welche neuen Ansätze zum Erfolg führen. So setzt du deine Kapazitäten effizient ein und machst Content-Marketing, das auch über Sprachmodelle Business Impact generiert. Viel Spaß! Warum müssen Content-Strategien überhaupt neu gedacht werden? Lass uns dazu ansehen, wie das klassische Google funktioniert. Wenn ich auf Platz 1 für ein bestimmtes Keyword ranken will, muss ich die primäre bzw. größte Suchintention abdecken. Als Beispiel sehen wir uns den Suchbegriff B2B-Marketing an. Wenn ich hier ranken will, muss ich einen umfangreichen Blogartikel oder Ratgeber schreiben, der möglichst viele Nutzergruppen gleichzeitig anspricht. Also in diesem Fall wahrscheinlich Studenten, Marketingverantwortliche und so weiter und so weiter. Ziel ist es, irgendwie gleichzeitig alle zufriedenzustellen. Man muss in gewisser Weise alles für jeden sein, um Platz 1 zu erreichen. In der Praxis sieht es dann so aus, das ist unser Beitrag zu diesem Thema, der ist auch sehr gut und wir haben uns sehr bemüht, aber am Ende des Tages ist es ein Beitrag, der möglichst viele unterschiedliche Zielgruppen befriedigen soll, wenn wir bei Google hier vorne mitspielen wollen. So, wie funktionieren jetzt im Kontrast Sprachmodelle? Bei Sprachmodellen wie ChatGPT, Gemini, Copilot ist es anders. Das wissen wir sowohl aus unseren Kundenerfahrungen als auch durch den System Prompt Leak von Claude. Frage ich zum Beispiel ChatGPT, was ist SEO, also eine super generische Frage, bekomme ich die Antwort aus den Trainingsdaten, ohne dass Quellen zitiert werden. Generell fast alles in der Awareness-Phase und wenn du nicht aus dem Marketingbereich bist, also Allgemeinwissen wird aus den Trainingsdaten beantwortet, ohne Markenerwähnungen oder Links. Nur wenn die für die Antwort benötigten Informationen aktuell sein müssen, mehrdimensional oder komplex sind oder eben einfach außerhalb des Trainingskorpus liegen, starten Sprachmodelle eine Websuche, einen externen Abruf. Erst dann haben Marken oder Unternehmen Chancen auf Quellennennungen. Im Umkehrschluss heißt das, dass Inhalte, die typischerweise bei Google unvorstellbar gut funktionieren, diese umfangreichen lexikonartigen Seiten hinsichtlich LLMs weniger Chancen auf Traffic bieten, weil das Modell diese Sachen direkt aus den Trainingsdaten beantwortet. Und die neue Grundlage, die eigentlich schon die alte Grundlage sein sollte, ist einfach gutes Marketing. Was meine ich damit? Zielgruppen und Buyer Journey Verständnis als absoluten Ausgangspunkt. Ein Grund aus meiner Sicht, warum viele Content-Marketer SEOs nicht so gerne mögen, ist, weil SEOs alles auf Keywords reduzieren. Also was wir eigentlich vorher besprochen haben. Diese Ära ist meiner Meinung nach vorbei. Keywords sind jetzt nur noch Säulen bzw. Datenpunkte, um Nachfrage zu verstehen. Spannend ist, was drumherum passiert, die Details, die Feinheiten. Was meine ich jetzt damit, beziehungsweise was brauchen wir dafür? Wir brauchen mal Personas. Wir sehen uns an, was sind die typischen Vertreter unserer Zielgruppe, was haben die für Eigenschaften oder vielleicht im B2B-Kontext, was sind die Entscheidungsträger, die wir tatsächlich erreichen möchten. Und dabei ist eine feine Segmentierung, wenn wir jetzt in Richtung Generative Engines denken, ganz essentiell, weil wir wollen, dass wir dann später im Content-Marketing wirklich diese ganz kleinen Absichten, Micro-Intents, mit ganz spezifischen Inhalten bedienen können. Weil dann kann es sein, niemand anders hat diese Frage so beantwortet. Das heißt, was wird ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, was werden die zitieren? Dazu später mehr. Wenn wir diese Personas haben, dann müssen wir uns überlegen, welche Reise durchlaufen die. Wir können entweder die ganze Customer Journey betrachten oder nur die Buyer Journey. Welche Fragen haben sie? Welche Informationsbedarfe entstehen? Idealerweise arbeitet man wirklich detaillierte Customer Journey Map, vielleicht sogar speziell für Sprachmodelle und KI-Chatbots. Und jetzt sollte deine Frage sein, klingt alles ganz nett, aber wo kriege ich diese Informationen oder Daten her? Das Problem ist, diese allgemeinen großen Tools, wie wir sie kennen, SEMrush,
Ahrefs können uns bei dieser Arbeit nicht helfen. Wir brauchen Daten zu unserem Geschäftsmodell und zu unserer Marke, die wir idealerweise selbst haben. Und dann brauchen wir unsere eigenen Daten, die Daten aus erster Hand. Das heißt, vielleicht Aufzeichnungen oder Transkriptionen von Vertriebsgesprächen, Informationen aus dem Customer Service. Gibt ganz fantastische Customer Intelligence Tools. Vielleicht mache ich Umfragen oder ich setze Social Listening auf, was auch immer. Aber damit ich wirklich verstehe, das sind meine Personas, das ist die Reise, die sie durchlaufen und das sind die kleinen Problemchen, die entlang dieser Reise auftreten. Wenn wir das haben, können wir uns ansehen, was sind denn Prompts, die bei zum Beispiel ChatGPT entlang der Journey eingegeben werden. Hier habe ich euch ein kleines Prompt-Beispiel, was man aber noch extrem individualisieren muss, mitgebracht. Und dieser Prompt hilft euch dabei, aus den Daten, die ihr zur Persona und zur Buyer Journey gesammelt habt, von ChatGPT mal Vorschläge von Prompts entlang der Customer Journey zu bekommen. Kann man auch ohne ChatGPT machen, aber das ist halt eine Abkürzung, die das Leben leichter macht. Wenn wir jetzt diese Prompts haben zu unseren Personas, deren Journeys, dann können wir tatsächlich die unternehmensrelevante KI-Sichtbarkeit messen. Wir tracken diese Prompts in AI-Search-Tracker wie PKI. Daraus lernen wir, wann wird zitiert, wann nicht, welche Marken werden vielleicht entlang der Customer Journey genannt, welche Formate werden häufiger zitiert, was muss bei uns auf der Webseite passieren oder publiziert werden und was muss auf Drittseiten passieren, keine Ahnung, Vergleichsportale etc. Und auch sehen wir, wenn wir jetzt an unsere eigene Webseite denken, welche Seitenelemente, zum Beispiel FAQ-Boxen, besonders gut funktionieren. Mehr dazu übrigens auch in dieser Folge, wo wir genau darauf eingehen, was KI-Suchmaschinen zitieren. Was sind jetzt die 9 Prioritäten für Content-Strategien? Für mich die Nummer 1 ist hyperspezifische Inhalte. Wir kennen unsere Personas, wir kennen ihre Reise, wir kennen entlang der Reise ihre Informationsbedarfe. Jetzt müssen wir diese Fragen mit wirklich extrem expliziten Informationen beantworten und parallel einen vollständigen Kontext für die Sprachmodelle schaffen. Was meine ich mit einem vollständigen Kontext? Nehmen wir das Beispiel B2B. Eine Landingpage richtet sich an CMOs in der Energiewirtschaft, spricht ganz konkrete Schmerzpunkte an, die diese Zielgruppe hat und nennt Budgets ab 100.000 €. Das heißt, ich schaffe einen Kontextrahmen, dass ich in den richtigen Konversationen, nämlich wenn wirklich ein idealer Kunde ChatGPT verwendet und diese Kundenreise durchläuft, dann gibt es diese Informationen nur bei mir und ich beantworte die perfekt. Frag dich einfach immer wieder, wer sind wir als Unternehmen oder als Marke und für wen sind wir die richtige Lösung? Und beantworte jede Frage durch diese Brille. Ein Beispiel vielleicht von uns für unsere Leistung B2B Geobetreuung und hier, um ein paar kleine Beispiele zu nennen, sprechen wir ganz genau unsere Zielgruppen an, was denen wichtig ist, wie die denken, sprechen genau die USPs an, die denen wichtig ist und beantworten dann auch unten, also genau wie der Ablauf mit uns ist, dass wir sehr strategisch denken und dann noch super konkrete Fragen in Form von FAQ-Boxen und schaffen so einen perfekten Kontextrahmen und sehr explizite, spezifische Informationen. Strukturierte Abdeckung. Was in SEO-Kreisen aktuell oder immer schon hochkomplex in Form von Entitäten besprochen wird, ist prinzipiell ganz einfach. Passend zu den Themen deines Unternehmens, deiner Personas, der Reise, die diese Menschen durchlaufen, bauen wir Content Hubs mit Inhalten für unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Blickwinkel und unterschiedliche Zwischenschritte, vielleicht in Form von Mini-Tools. Wie wir dann Seiten aufsplitten, ist nicht so wichtig. Wenn wir auch SEO machen, wollen wir natürlich klassisch den SERP Overlap Score verwenden. Und ansonsten würde ich mir einfach ansehen, in einem Tool wie PKI, was andere gemacht haben und ob es eher super spezifische Seiten mit weniger Inhalten braucht oder
große Seiten. Typischerweise wissen wir, dass sehr spezifische Seiten besser funktionieren als diese holistischen Seiten, die man im SEO-Bereich gerne gemacht hat. Dann einzigartige Informationen müssen eine Priorität in jeder modernen Content-Strategie sein. Wie wir aus dem Claude Leak wissen und auch sehen, wenn wir Keywords aus der Awareness-Phase in ChatGPT tracken, wird fast alles, was allgemein Wissen ist, aus den Trainingsdaten der Sprachmodelle beantwortet. Hier besteht also kein Potenzial für lukrative Sichtbarkeit, Umsatzgewinn, was auch immer. Deine Inhalte brauchen daher deine oder eure spezifischen Erfahrungen und Insights, eigene Daten, neue Blickwinkel und auch einzigartige Formate, wenn ihr Performance in Sprachmodellen wollt. Tonnenweise Ideen für, wir nennen es gerne Information Gain, bekommst du übrigens in dieser Phase. Beispiel dafür ein wahnsinnig generisches Thema, nämlich B2B-Marketing-Trends. Ich habe mir nicht die anderen Artikel zu B2B-Marketing-Trends durchgelesen und dann diese Punkte gemacht, sondern ich habe mir mit unseren Klienten gesprochen, meine Erfahrungen genutzt und dann diesen Beitrag verfasst und dann nur zu meinen Aussagen noch untermauernde Datenpunkte geliefert. Und diese Datenpunkte sind teilweise von uns selbst und teilweise von Unternehmen, glaube ich, wie Gartner und Co. Das heißt, es ist ein einzigartiger Beitrag, den es in dieser Form so noch nicht gab. Ich habe mir nicht alle B2B-Marketing-Trends, Ratgeber durchgelesen und dann einen Artikel dazu geschrieben. Aktualität. Über dieses Thema gibt es eine sehr umfangreiche Folge, auf die ich gerne verweise. Deswegen nur ein kurzer Exkurs. LLMs lieben aktuelle Inhalte aufgrund ihrer Schwäche, dass ihre Trainingsdaten statisch sind. Diese Schwäche solltest du dringend in deinen Content-Strategien berücksichtigen. Inhalte sollten idealerweise, das zeigen auch Daten von AirOps, in einem Zyklus von 3 bis 6 Monaten aktualisiert werden. Schneller ist kein Problem, langsamer schon. Und mit aktualisiert meine ich immer wieder leicht erweitert, ergänzt, verbessert oder teilweise reduziert, mehr auf den Punkt gebracht. In der ersten Aktualisierung würde ich die folgenden Aspekte priorisieren übrigens. Als erstes Lesbarkeit, Struktur, Einflechten von Statistiken und Quellennennungen und dann Brand Alignment. Warum Brand Alignment? Weil in Zeiten von Sprachmodellen und generativer KI es essentiell ist, dass wir unsere Marke super klar einheitlich darstellen, damit ChatGPT von unserer Marke ein klares Bild hat, damit sie weiß, für wen wir die Richtigen sind und für wen nicht. Die Grundlagen zur Optimierung findest du übrigens in diesem fantastischen Ratgeber von uns. Jetzt fragst du dich, okay, das ist die erste Iteration, was mache ich bei den weiteren Iterationen? Hier geht es aus meiner Sicht wirklich nur noch um den Feinschliff, vielleicht mit neuen Ergänzungen, also neue Informationen, neue Erfahrungen, neue Perspektiven. Eine Aktualisierung kann zum Beispiel sein, dass du den Beitrag mit Zitaten von einem Experten oder wenn du der Experte bist, von dir selbst anreicherst. Ein Beispiel, wo wir das machen, ist ein generisches Thema Marketingstrategie, wo ich immer wieder, wenn ich neue Erkenntnisse gewinne, die in diesen Beitrag einflechte. Konsolidieren und löschen. Wir können natürlich dank generativer KI ein sehr viel größeres Volumen an Inhalten produzieren. Aber in Kombination mit dem neuen Aktualisierungsbedarf von LLMs würde das schnell ins Chaos führen. Man denke daran, man publiziert plötzlich 1000 Ratgeber und muss dann diese 1000 Ratgeber aktuell halten. Wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll. Wir wollen uns wirklich beschränken an, was ist wichtig entlang unserer Buyer Journey. Und hier können wir gar nicht zu viel Inhalt generieren. Wie wahrscheinlich jeder Content-Marketer und auch SEO weiß, ist eine der einfachsten Maßnahmen, wenn ich schon ein bestehendes Content-Marketing-Konzept habe, wenn ich den Traffic steigern will, das Zusammenführen und Löschen von Inhalten. Ich würde es fast schon Gärtnern nennen, nämlich, dass man die Webseite wieder in eine schöne Form bringt. Wie du das wirklich Schritt für Schritt im Detail angehst, beschreibt dieser Ratgeber von Ahrefs sehr gut, aber ich möchte das ganz kurz zusammenfassen, was wir hier machen. Zuerst machen wir bei einem Content Audit eine Bestandsaufnahme von allem, was wir haben. Dann sortieren wir aus, was ist nicht mehr relevant. Wenn es wirklich komplett nicht mehr relevant ist, löschen und einfach mal auf das Next
passende weiterleiten. Dann haben wir vielleicht zu einem Thema, wo wir nicht ranken, sehr viele unterschiedliche Seiten, die miteinander konkurrieren und alle nicht so gut sind. Dann konsolidieren wir all diese Informationen vielleicht auf einer URL, löschen die anderen und machen eine Weiterleitung. Bam. Und so kann man sehr schön zum einen schnell an bessere Rankings gewinnen und zum anderen den Managementaufwand oder den Pflegeaufwand von Content reduzieren. Dann Multiformat. Wer meinen Vortrag bei der Campix gesehen hat, weiß, dass ich jede Online-Marketing-Strategie durch die Brille von Zufriedenheit, Zielerreichung und Verteidigbarkeit bewerte. Dank generativer KI, dank ist vielleicht nicht ist das falsche Wort, sind Textinhalte kein Wettbewerbsvorteil mehr, beziehungsweise unmöglich verteidigbar. Warum? Weil der Text ist online und jemand kann diesen Text nehmen und den sein eigen machen in gewisser Weise. Deswegen ist auch Information Gain so wichtig. Dementsprechend musst du spätestens heute Content Marketing dreidimensional denken. Und mit dreidimensional meine ich, wenn du einen Inhalt generierst, dann besteht der nicht nur aus Text, sondern aus Bilder und Grafiken, Videos, Audio. Das macht den Unterschied. Hier baust du Differenzierung auf. Ein einfaches Beispiel von uns, wenn wir einen sehr gut recherchierten Beitrag verfassen, wie jetzt zum Beispiel das, wo ich wirklich mein Herzblut reinstecke, dann mache ich nicht nur das, sondern dann mache ich daraus auch ein Video, Social Media Posts, Shorts, ein kleines White Paper, etc., etc., etc. Alles, was halt zu deiner Zielgruppe wirklich passt. Und jetzt Vertrauenswürdigkeit. Aus dem ursprünglichen Paper Generative Engine Optimization, über welches wir schon öfter gesprochen haben, und unseren eigenen Erfahrungen wissen wir, dass Sprachmodelle Quellen mit präzisen Datenpunkten und Faktenaussagen priorisieren. Ein einfaches Zeichen, dass man sieht, dass das auch stimmt, ist, wenn wir uns die Daten von Profound ansehen, dann sehen wir, ChatGPT zum Beispiel präferiert extrem Wikipedia. Also Reddit ist mini im Vergleich, wie oft Wikipedia zitiert wird. Und Wikipedia ist ja einfach so super akkurat, alles muss zitiert werden, ganz ein bestimmter Satzbau und so weiter. Das lieben Sprachmodelle. Dazu gehört natürlich auch Lesbarkeit. Das war ja eine der Entdeckungen und eine sehr frühe Entdeckung von Kevin Indig, dass eben Klarheit und Eindeutigkeit definitiv zu mehr Citations führen. Und irgendwie ist es auch logisch, denn dadurch reduziert sich die Gefahr von Halluzinationen. Um das mal an einem Beispiel zu zeigen, wir haben ja jetzt öfter über diesen Ratgeber gesprochen und wenn wir jetzt prompten nach, was sind die wichtigsten B2B-Marketing-Trends, dann werden wir tatsächlich zu einem so großen Thema mehrmals zitiert zu Aussagen. Mega, mega cool. Google rankt Seiten oder nennen wir das klassische Google rankt Seiten. LLMs hingegen nutzen deine Informationen in kuratierten Antworten und genau dafür musst du deine Content-Strategie dringend neu denken. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.